Hallo liebe Hungrige! Blumenkohl und Hackfleisch sind immer eine leckere Kombination und wenn das Ganze dann noch mit einer goldbraunen Käsekruste überbacken ist, verspricht es ein Gaumenschmaus zu werden. Und diesen wollen wir heute mal zubereiten und dafür brauchen wir an Gewürzen Pfeffer, Salz und etwas Muskatnuss. Optional könnt ihr das erweitern. Ich gebe auch noch ein bisschen Kreuzkümmel dazu. Wir brauchen Sahne, Zwiebeln, geriebenen Käse. Ich nehme Gouda. Wir brauchen Eier und nein, keine Butter. Ich weiß ja auch nicht, hat sich ja einfach dazugestellt. Und außerdem selbstverständlich den Blumenkohl und Hackfleisch. Ich verwende gemischtes. Gleich mal zum Blumenkohl. So, zuerst entfernen wir mal das Grünzeug vom Blumenkohl. Am besten mit einem scharfen Gemüsemesser. Haben wir das erledigt, hüllen wir ihn in ein Geschirrtuch ein und klopfen dann damit ein paar Mal kräftig auf die Arbeitsfläche, wickeln ihn wieder aus und können dann feststellen, dass sich die Röschen ganz leicht ablösen lassen. Und ganz wie ihr möchtet, lasst ihr diese eben eher ein bisschen größer oder doch lieber kleiner. Und das letzte Röschen bewegt sich wie von Zauberhand. So, und wenn dann manche Röschen noch einen längeren Strunk haben, dann kürzt den ruhig ein bisschen. Wer möchte, kann sie allerdings auch dran lassen. Und diese geben wir nun in einen großen Topf in ausreichend kochendes Salzwasser und dann für 8 bis 10 Minuten köcheln lassen. Anschließend vom Herd nehmen, abgießen und abtropfen lassen. Nun vorbereitend schnell noch die Zwiebeln schälen und dann fein würfeln. Und dann geben wir sie in eine Schüssel zum Hackfleisch. Würzen dieses nun und zwar kräftig mit Pfeffer, ebenso mit Salz. Und dann reiben wir noch ein bisschen Muskatnuss dazu. Wir schlagen das Ei mit hinein und, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich ergänze auch noch mit ein bisschen Kreuzkümmel. Anschließend alles gründlich miteinander vermengen und ob ihr das nur mit einer Gabel oder mit den Händen macht, ist euer Ding. Zur Vorbereitung der Käseschicht schlagen wir die beiden Eier in eine Schüssel, gießen die Sahne dazu und geben den Käse mit hinein. Anschließend alles gründlich miteinander vermengen, macht sich wohl am besten mit dem Schneebesen. So, nun brauchen wir eine Auflaufform passender Größe, diese etwas einölen. Und da hinein geben wir nun als unterste Schicht die Blumenkohlröschen und ich mache das mal im Eiltempo. Haben alle ihren Platz gefunden und flächendeckend die unterste Schicht gebildet, verteilen wir nun darauf portionsweise das Hack und verstreichen es. Fehlt noch die Käsesoße und diese verteilen wir nun oben drauf. Ihr könntet sie drauf schütten, aber ich finde, mit einer Kelle verteilen ist doch ein bisschen günstiger. Und wenn wir dies erledigt haben, geht es auch schon ab in den Ofen. Und hier wird alles nun bei 220 Grad Ober- und Unterhitze für 20 Minuten gebacken. Falls ihr die Käseschicht dunkler haben wollt, auch noch 2-3 Minuten länger. Ich finde, meiner sieht aber richtig lecker aus. Und ob ihr ihn dann nur mit Kartoffeln, Reis, Brot oder ganz ohne serviert, bleibt natürlich wie immer völlig euch überlassen. Sieht ja nicht lecker aus und schmeckt auch so. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls bei euch aber doch lieber einen Braten geben soll und als Dessert vielleicht einen Käsekuchen, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.